Hallo und herzlich willkommen bei Joes Chaos Werkbank. Heute mal wieder ein Video über einen Flohmarktfund. Und zwar habe ich in einer Krabbelkiste ein Messer für 50 Cent gefunden. Erstmal nichts Besonderes, der Zustand war auch eher dürftig, die Alugriffschalen glanzlos und verschmutzt, die Klinge war locker und zudem auch noch stumpf. Ich konnte aber nicht widerstehen, und zwar deswegen. Es handelt sich um ein altes Puma-Messer. Ich habe dazu nichts im Internet gefunden und ich nenne es jetzt einfach mal Puma Alox aufgrund der Griffschalen. Das Ganze erinnert mich schon sehr an die Alox-Reihe von Victorinox, also insbesondere an das Pionier Serie 1 mit 93 mm. Ich habe leider nur dieses alte Modell, aber man sieht schon an den Griffschalen, da ist viel Ähnlichkeit da. Das ist das Pocket Pal oder auch der Taschenfreund oder Taschenkumpel. Ja, es ist auch schon ziemlich runtergekommen, wie man sieht, auch ein Flohmarktfund. Weiter im Text. Die Klingenform ist außerdem auch nicht ganz unähnlich. Also wir haben oben das Victorinox, unten das Puma, also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Auch beim Puma-Messer handelt es sich um einen Slip-Joint-Folder. Als Klingenmaterial ist 1A Gussstahl angegeben. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Stahlexperte. Zum Thema Gussstahl habe ich euch trotzdem mal 2 Links in die Videobeschreibung reingepackt. Vielleicht kann einer was in die Kommentare dazu schreiben. Ja, es dürfte sich auf jeden Fall um einen relativ rostträgen Stahl handeln. Das Messer wurde überhaupt nicht gepflegt, ist wahrscheinlich rund 60 Jahre alt und hat trotzdem kaum Rost gehabt. Wie komme ich jetzt auf das Alter? Ich habe gelesen, dass der Begriff 1A Gussstahl in den 50er Jahren dann schon langsam unüblich war. Also schätze ich mal den Produktionszeitraum von Anfang der 50er bis vielleicht Anfang der 60er. Ist aber nur eine Schätzung. Wer was weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe das Puma-Messer wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Es hat seine Würde zurück. Es hat jetzt auch wieder eine vernünftige Gebrauchsschärfe. Ja. Ich möchte jetzt nur noch kurz auf die Spezifikation des Messers eingehen. Wir haben eine Grifflänge von 99 mm, Griffbreite 6,2 mm. Die Klingenlänge ist 74 mm und davon brauchbar bzw. effektiv sind 67 mm. Die Klingenbreite an der breitesten Stelle, da haben wir stolze 2,8 mm und es verjüngt sich relativ gleichmäßig zur Spitze auf 0,4 mm. Alles in allem kommen wir dann auf ein recht stolzes Gewicht, finde ich, von 53 Gramm. Das ergibt sich auch durch die sehr stabil ausgeführte Rückenfeder. Die hat auch 2,8 mm in etwa. Ja, gut. Das Messer wollte ich euch mal vorstellen. Ich finde, das ist ein schöner Fund für 50 Cent. Jetzt kommen noch ein paar kleine Bilder, vorher, nachher. Ansonsten möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.